Und dann betritt man den Raum, sieht die Gesichter und sieht den Monitor und setzt sich hin und die fangen an zu reden. Und das ist wie, ja, das Blut aus dem Körper raus. Also man sitzt einfach da wie so ein Stein und denkt, man kann sich jetzt nie wieder bewegen. Was brauchen wir denn für Zutaten? Milch. Milch? Was noch? Salz. Zucker. Genau. Okay. So, ich würde jetzt gleich mal am Tisch decken. Ja. Es gibt Milchreis zum Frühstück. Das ist Annas Lieblingsessen. Ihre Eltern Romy und Thomas sind froh über jede Kleinigkeit, die die 5-Jährige zu sich nimmt. Denn das war nicht immer so. Anna hat einen Hirntumor. Die Anna hat 1,5 Jahre lang tatsächlich gar nichts gegessen und gar nichts getrunken. Das war die Zeit, wo sie ihre Chemotherapie hatte. Und deswegen sind wir total froh und sind mit der Anna natürlich auch nicht ganz so streng, was das Thema Essen angeht. Also sie darf dann schon auch mehr süße Sachen essen. Und für uns ist das auf jeden Fall super schön, dass wir sie beim Kochen und beim Backen mittlerweile mit einbinden können. Gut. Der Tumor beeinflusst Annas Hormone, sodass das Mädchen oft kein Hungergefühl hat. Während Romys Schwangerschaft und in den ersten Monaten nach der Geburt war noch alles unauffällig. Meine Erwartungen oder meine Hoffnungen an das Kind war natürlich, wie bei jedem, erstmal das Gesundes. Das war die Anna ja zum Zeitpunkt der Geburt und war alles prima. Begonnen hat das Ganze ja, dass die Anna an Gewicht nicht zugenommen hat. Also das war dann halt jetzt so ab dem 7. Monat hat sie immer das Gleiche getrunken und ihr Gewicht war konstant auch gleich. Der Kinderarzt hatte die Vermutung, dass da eine Stoffwechselerkrankung im Raum steht und hat dann Blut abgenommen und dann kam der Nystagmus dazu. Das wussten wir damals natürlich noch nicht, dass das Nystagmus heißt. Das war so ein Augenzittern und ich hatte, wo das begonnen hat, schon für einen Moment ein sehr schlechtes Gefühl, habe auch in der Zeit mit meinem Background als Krankenschwester schon an Gehirntumor denken müssen, einfach irgendwie, dass neurologisch da irgendwas nicht in Ordnung ist und habe dann schon so kurz Angst bekommen und man will ja solche Gedanken nicht zulassen, also man verpackt die und schiebt sie ganz weit wieder weg. Ein MRT bringt Gewissheit. Anna hat einen Hirntumor. Der ist zwar gutartig, nimmt aber sehr viel Raum im Kopf des Babys ein und kann nicht operiert werden. Dann betritt man den Raum, sieht die Gesichter und sieht den Monitor und setzt sich hin und die fangen an zu reden. Und das ist wie, ja, das Blut aus dem Körper raus. Also man sitzt einfach da wie so ein Stein und denkt, man kann sich jetzt nie wieder bewegen. Wir haben nicht gewusst, wie geht es jetzt da weiter. Na, dann wärst du erst mal krankgeschrieben, einfach aufgrund der emotionalen Lage. Aber so langfristig, du musst ja jetzt halt jedes Mal ins Krankenhaus, du kannst da nicht arbeiten. Wie ist das organisiert? Das war schon auch eine Herausforderung. Also, weil es kommt ja keiner und sagt, ja, du bist jetzt, okay, du hast ein krankes Kind, so alles passt. Also, du bist jetzt einfach mal ein Jahr krankgeschrieben. Das ist bei weitem nicht der Fall. Der Tumor sitzt direkt hinter den Augen, sodass Annas Sehvermögen stark beeinträchtigt ist. Bei einer Operation wäre die Gefahr groß, dass sie sogar erblindet. Anna, schau mal, du zählst für jeden 5. Wenn die Anna ungeduldig wird, spielt natürlich mit rein, dass was sie schon alles durchgelebt hat. Gerade das ganze Krankenhausaufenthalte und Chemo spielt da sicher mit rein und da ist man auch relativ tolerant. Genau. Schau, schwarz, du bist dran, Anna. Sie kann Farben gut zuordnen, aber alles, was so wie das Weiß, erkennt sie tatsächlich nicht so gut. Super, Anna. Und es ist einfach schön, wenn sie dann die Farben richtig zuordnet, aber ich halte es schon bewusst so hin, dass sie es einfach gut sehen kann, weil das einfach für sie eine Schwierigkeit darstellt. Und motorisch hängen wir schon auch noch ein Stückchen hinterher und das ist natürlich auch wichtig, dass sie da einfach sich weiterentwickelt. Anna geht in die Vorschule. Ob sie anschließend eingeschult werden kann, ist noch unklar.
Wir wollten eigentlich die Anna so früh wie möglich mit anderen Kindern zusammenstecken, weil ich da total dahinter stehe, dass das eigentlich was super Positives ist, dass sie untereinander da den sozialen Kontakt hat. Und letztendlich war es dann so, dass wir in den 1,5 Jahren, dass die Anna fast nie andere Kinder sehen konnte, einfach aus der Angst heraus, dass Kinder, die in der Krippe oder im Kindergarten sind, dass die natürlich, das sind ja ganz viele, ja, auch Kinderkrankheiten unterwegs oder Erkältungssymptome wären für sie wirklich schon kritisch gewesen. Und bei der Anne, ja, die hat gern viele Leute um sich und das war natürlich alles nicht möglich. Und das hat mir schon ja, sehr, sehr wehgetan, dass sie das nicht erleben kann, einfach diese unbeschwerte Kindheit oder mal ins Freibad gehen. So Kopfweh. Wir wissen nicht immer so genau, warum die Anna Kopfschmerzen hat. Wir hangeln uns eigentlich von Quartal zu Quartal, von MRT zu MRT, um einfach dann das entsprechende Bild gibt uns dann einfach Auskunft, warum die Anna Kopfschmerzen hat oder warum sie gerade vielleicht mehr oder weniger ist. Also wir können das nicht so genau bestimmen. Annas Erkrankung ist selten. Es gibt keine Standardbehandlung und auch eine Chemotherapie hat nicht geholfen. Aktuell nimmt das Mädchen Tabletten gegen die Symptome. Teilweise im Verlauf der Zeit gab es durchaus Momente, wo wir Angst um ihr Leben hatten. Also gerade um den 2. Geburtstag rum, wo sie eine Woche extrem hohes Fieber hatte, ein 200er Puls und auch die Schwestern und Ärzte nicht weiter wussten, eine Antibiose nach der anderen gegeben wurde. Und ihren 2. Geburtstag haben wir im MRT verbracht. Sie hatte eine wirklich graue Haut und da gibt es noch ein Bild mit Klinik-Clowns im Hintergrund. Das ist wirklich dramatisch gewesen und die Schwestern sind alle reingekommen, weil sie die Anna ja schon so lange kannten und die haben alle Happy Birthday gesungen und alle haben versucht, sie aufzumuntern und sie war einfach so erschöpft. Auch wenn Anna mittlerweile regelmäßig isst, hat sie noch einen Zugang am Bauch und bekommt einmal täglich zusätzliche Nahrung über eine Sonde. Ein normales Familienleben war oft nicht möglich und auch Romis und Thomas' Ehe hat unter der Situation gelitten. Die Anna ist jetzt natürlich mit ihrer Medikation und mit ihrer Sondierung, was ja nach wie vor Tag wie Nacht ja, von jemandem gewährleistet werden muss, geht es natürlich nicht, dass wir sagen, okay, wir gehen jetzt heute mal gemütlich zum Essen und morgen treffen wir uns mit Freunden und übermorgen gehen wir ins Kino. Also es sind einfach so viele Bausteine, die ja, organisiert werden müssen und da hat man definitiv nicht so viel Zeit wie andere Paare. Das ist so und das macht schon mit der Beziehung auch was. Ja, aber wir machen es ja gut bis jetzt, muss man sagen. Ja, doch. Also, ja. Ja. Man, klar, das schweißt einen natürlich schon zusammen, weil das kann ein Außenstehender gar nicht beurteilen. Kleber, oder? Immer den lila Kleber, das tut gut. Du darfst dir eine Farbe aussuchen. Was ist der Untergrund vom Schneemann? Sollen wir grün nehmen? Dadurch, dass die Anna eine wahnsinnig seltene Erkrankung hat und uns keiner hundertprozentig sagen kann, was morgen oder übermorgen sein wird oder welche Therapie die Anna durchleben muss, ja, haben wir das einfach aufgehört zu hinterfragen, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass uns ja niemand die tatsächliche, richtige Aussicht stellen kann. Und wir konzentrieren uns einfach auf das Hier und Jetzt, auf das, was ansteht und versuchen, das Beste aus allem zu machen, so wie es halt kommt und leben damit eigentlich am leichtesten. Und auf geht's bis zur Kabine. Die junge Familie lässt sich nicht unterkriegen, nicht zuletzt auch durch Annas Frohnatur. Papa Thomas ist stolz auf seine Tochter. Die Anna ist ein total aufgeschlossenes Kind und absolut, also wirklich liebenswürdig, also absolut Sonnenschein, obwohl sie so viel mitgemacht hat. Also das ist wirklich beeindruckend. Den Weg da lang und da ist das Vogelhaus. Und jetzt. Hallig. Unsere Hoffnungen sind natürlich, dass die Medikamente anschlagen und das tun,
wofür sie eingenommen werden, dass der Tumor zumindest stehen bleibt und dass die Anna einfach eine schöne Zukunft erleben kann, sei es in der Schule oder im Freizeitbereich, einfach, dass die Anna einfach so viele schöne Momente und alltägliche Momente wie möglich sammeln kann, sei es mit Freunden beim Spielen oder einfach, dass es ihr gut geht und dass sie glücklich ist. Ach, bist du stark. Pippi Langstrumpf.